Z-Trend steht drauf. Er ist von HRZ. Die Firma gibt es seit 48 Jahren und ich habe noch nie was von ihnen gehört. Ja, 5,26 Meter lang. Das ist natürlich Frevel. Ich sag mal, noch nie was von HRZ gehört haben. Ich grüße dich herzlich. Hallo. HRZ ist halt kein Weltkonzern, sondern ein Nischenhersteller. Wir sind auf Mercedes-Benz Sprinter spezialisiert und bauen in der Tat seit 48 Jahren auf Mercedes-Benz Sprinter Modelle. Von ganz kurz bis ganz lang. Das ist jetzt hier eins von zwei Modellen auf 5,26 Meter. Der Trend bietet auf diesem kleinen Raum das maximal Mögliche, was geht. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, die Türen mal zumachst, komplett hinten und vorne. Denn ich muss es mal von der Seite zeigen, was 5,26 Meter heißt. Also ich habe gehört, in der Schweiz sind die Parkplätze genormt auf 6 Meter, in Deutschland nicht. Ja, in Deutschland gibt es auch sehr viele Smart-Parkplätze oder kleinere. Also wer in die Stadt fahren will oder nicht so viel Platz hat, 5,26 Meter ist zum Park natürlich optimal. Ich zeige es mal gerade von vorne. Es ist tatsächlich ein Mercedes-Benz Sprinter. So von der Seite. Er wirkt unglaublich kompakt und knuffig, muss ich sagen. Und er erfüllt natürlich für viele Leute so den Traum, auf einem ganz kurzen Auto möglichst viel Raum zu haben. Und das habt ihr geschafft. Die Farbe, ihr habt viele Farben jetzt in Grau hier stehen. Die kommen gut an? Also momentan ist Graphitgrau oder andere Graufarben sehr, sehr in, weil man eben abends nicht mehr so erkannt wird und so man verschwindet mit der Dämmerung. Das ist Allrad hier? Nein, das ist ein Hinterrad angetriebenes Fahrzeug. So, der Vorteil ist, er liegt ein bisschen höher ab Werk, oder? Der Heckantrieb ist etwas höher als der Vorderradantrieb, aber den kurzen Radstand, den Trend bieten wir nur mit Heckantrieb an. Okay, ich verstehe. Das heißt also, es ist optimal, wenn ich was ziehen möchte, Antrieb auf dem Heck drauf, das fährt sich gut? Der Grund ist eigentlich, wenn das Fahrzeug etwas schwerer ist. Durch das höhere Dach bieten wir alle Fahrzeuge nur mit Heckantrieb an. Andere Fahrzeuge ohne Dach oben, ohne Hubbett, die bieten wir auch mit Vorderradantrieb an. So, der hat jetzt ganz leichte, ganz dezente Spuren an der Seite. Auch auf die könnte man jetzt noch verzichten zur Not, wenn man es ganz, ich sag mal, schlicht haben möchte und gar nicht auffallen möchte. Ja, diese Aufkleber, das sind unser Markenzeichen, diese Aufkleber sollen dem Fahrzeug im Stand schon Dynamik geben. Ja. Die haben zwei Gründe. Erstens Dynamik, zweitens wird die Höhe unterbrochen. Das Fahrzeug wirkt dadurch nicht so hoch. Sehr schön, ja. Wir gehen mal rein, machen hier mal auf. Hier zeige ich mal das Fahrzeug, wie es hier steht, 105.000 Schweizer Franken, HRZ Trend. Ja, das ausgestellte Fahrzeug hat ein Automatikgetriebe, ein 7G Tronic Plus und ja, ist wirklich toll ausgestattet. Ein ganz besonderes Konzept, wo ich jetzt schon erahnen kann, das ist außergewöhnlich, oder? Für ein Fahrzeug der Länge. In der Tat, mit 5,26 Meter haben wir hier 4-Personen-Zulassung, ein 2 Meter langes Bett oben, Kompressor, Kühlschrank, Bad. Also es ist, mehr geht auf diesem Platz nicht. So, man kann unten auch schlafen? Ja, die Sitzbank kann man zu einem Notbett umbauen für eine dritte Person, fürs Enkel oder für einen Gast. So, die Gewichtsklasse hier ist 3,5? 3,5 Tonnen. Ich zeig's mal gerade hier vorne. Der Tisch ist schön gemacht. Der Boden ist aus welchem Material? Linoleum. Linoleum? Ja. Wie früher in der Schule? Ja, das ist das Beste, was es gibt. Es hält relativ lang. Kennt man aus Schulen, Turnhallen, Krankenhäuser. Da haben wir über 100 Dekore zur Auswahl. Soll ja auch lange halten. Ja, das heißt, man kann es auch nochmal entsprechend ausbessern, aufpolieren, aufmachen. Linoleum hat den Vorteil, falls irgendwie nach Jahren Beschädigungen drin sind, kann man das nass schleifen und nochmal auffüllen. Stark, oder? So, ich zeige es mal gerade hier vorne drin. Das Ganze ist natürlich Mercedes-Benz. Warum die Spezialisierung? Jetzt ist natürlich das Markenzeichen Mercedes. Ihr seid aus Baden-Württemberg? Das ist nicht der einzige Grund. Also HRZ hat schon immer Mercedes gebaut. Mercedes ist halt, wie soll ich es erklären, ein relativ guter Kastenwagen, sage ich jetzt mal. Und wenn man eine hohe Qualität, eine Langlebigkeit in das Fahrzeug macht, dann sollte es auch das Fahrzeug sein, was am längsten hält. 5,26 Meter, ja. Wenn du mal kurz reinkommst, du bist 1,93 Meter und du kannst stehen. Ich kann hier stehen, problemlos. Man hat über 2 Meter Stehhöhe. Ich kann hier ganz komfortabel sitzen mit etwas längeren Beinen auch, sage ich jetzt mal. Ich zeige das mal gerade, er ist nämlich wirklich groß. Man hat wirklich viel Platz. Ich kann den Tisch verschieben, wenn ich ihn brauche. Kann mich gut bewegen. Die Bank habt ihr selbst entworfen? Nein, die Bank wird für das Modell produziert. Ein Zulieferer quasi? Genau, aus dem Bayerischen. So. Hier der Kompressorkühlschrank in Griffhöhe, ohne sich bücken zu müssen. Ja.
Und hinten ist der Sanitärraum, wo auch ein großer wirklich Platz hat. Ich zeige das mal gerade, ein Ein Heckbad quasi. Ja, Heck hinten quer. Und man hat also gut Platz auch hier zu sitzen. Stark. Also wenn du dich mal ganz kurz draufsetzt auf die Toilette, die Beine, kein Problem. Das Fahrzeug ist sogar partytauglich. Toilette und Waschbecken sind gleichzeitig nutzbar, wenn man so schön sagt. Guter Scherz. Aber das Schöne ist, ich kann jetzt mich zum Beispiel schminken. Kleiderschrank. Ein großer Kleiderschrank dahinter. Okay. Großer Kleiderschrank, wo auch was reinpasst. Und hier haben wir für Utensilien, Rasierzeugs, Make-up und was auch immer. Riesenschrank. Warte mal gerade, ich halte mal gerade rein. Da vorne ist er drin. Und du hast unglaublich viel Licht. Ja. Direkte und indirekte Beleuchtung zum Schminken. Meine Frau besteht drauf, okay, dass man direkte und indirekte Beleuchtung hat. Sonst hat man eigentlich viel Platz, wo man sich bewegen kann. Man kann sich auch zurückziehen, wenn Gäste da sind. Ja, so machen. Umgestellt auf dem WC ist. Duschen ist wie? Man duscht hier. Das ist auch der Duschraum. Im Vorhang hat man eine Duschgelegenheit. Also wenn du mal kurz da bleibst, ich zeige mal gerade das Ganze aus der Perspektive von hinten, dass man das mal sieht. Ja, ein Heckbad in so einem Fahrzeug, das hast du ja höchst selten. Also du stehst jetzt relativ hoch, das heißt, hinten ist wahrscheinlich noch eine Garage drunter, eine kleine? Unten runter ist Stauraum, damit man Euroboxen und andere Sachen reinmachen kann. Sehr schön, also ich bin ganz begeistert. Wenn du mal kurz rauskommst, dann gehe ich mal rein und filme das nochmal von innen, denn ich habe gesehen, du hast Spiegel auf beiden Seiten. Gerne. Das erhöht den Raum natürlich. Ja. Hier hinten ist die Tür, gell? Da ist die Tür, ja. Das ist ja cool gemacht. Ja, also das Auto ist halt nicht sehr lang. So, ich gehe mal kurz hier rein. Könnt ihr mich mal sehen. Das ist das ganze Bad. Die Lampen sind auch schön, das heißt, die kann ich direkt indirekt drehen, wie du eben gesagt hast. Hier vorne ist das Klopapier, der Abroller an der richtigen Stelle. Ja. Da vorne sind noch Schränke. Das Waschbecken noch. Das Waschbecken zum Ausziehen. Da ist der Duschkopf, den kann ich ausziehen, da vorne festmachen. Und hier, wie gesagt, der riesen Kleiderschrank. Der ist echt groß für die Größe. Ja, weil zweigeteilt zum Legen und zum Hängen. Ja. Man versucht, jeden Zentimeter auszunutzen. Toll. So. Auch Stauraum. Wo denn? Da oben drin. Okay. Okay, das kann doch nicht rausfallen, wenn da was drin ist. Hat einen Schutz. Da ist ein kleines Fenster. Ja, alle unsere Sanitärräume haben Dachluken mit Ventilator serienmäßig schon dabei. So, und die Toilette, wo ich jetzt gerade hier stehe. So, das Augenblick, das will ich mal filmen. Da oben ist das Bett. Das ist das Doppelbett. Das wird einfach runtergezogen. 2 Meter lang und 1,62 Meter breit. Und das Besondere ist, ich kann noch komfortabel drunter sitzen. Okay, das heißt, ich habe jetzt ungefähr die Höhe wie im Bus, im VW-Bus ungefähr. Ja, und das heißt, wenn man zu zweit, zu dritt unterwegs ist, oben können 2 Leute schlafen. Jemand kann ausschlafen oben, man kann runtergehen, sitzen, Toilette benutzen, Kaffee kochen, ohne dass man stören muss. Starkes Konzept. Also das habe ich so oder so ähnlich noch überhaupt nicht gesehen. Also ich habe jetzt gesehen... Wir sind momentan die einzigen auf dem Markt, die 2 Modelle auf einem kurzen Radstand haben. Der kurze Radstand ist eigentlich sehr interessant. Da im Prinzip auf der Höhe, ich kann vieles nach oben verlagern. Ja, es ist halt so, dass man sagt, man hat das Bett oben und hat dadurch unten 4-Personen-Zulassung. Man kann auch mit Freunden verreisen und es ist nicht so, dass man jetzt sagt, man muss immer auf dem Campingplatz. Man ist alltagstauglich her. Absolut. Ja, da vorne ist eine große Spüle und ich habe einen Zweiflammenkocher mit dabei. Der Möbelbau, den macht ihr alle selber? Alles selbst. Wir sind der Hersteller. Ihr seid der Hersteller. Flaschenauszug, noch von vorne filmen. Das machen wir gleich mal. Die Truma 6D habt ihr verbaut? Hier ist jetzt die Truma Gasheizung serienmäßig drin. Ja, es ging auch eine Diesel? Optional kann man auch eine Diesel bestellen. Genau, ich zeige mal gerade das Bett, dass ich da mal kurz reinfilme. Das hat 2 Fenster an der Seite, hat einen Lichtschalter mit dabei. Ist auch Licht oben? Ja. Genau, indirekte Beleuchtung zum Runtersteigen. Okay, klasse. Und wenn man das Bett nicht mehr braucht, drückt man einfach 20 cm hoch, der Rest geht von alleine. Krass. Gasdruckfeder mit dabei. Ist auch entsprechend verkleidet, damit's. Das ist alles Velour hier. Velour saugt die Feuchtigkeit auf, die der Mensch nachts verliert. Und somit schläft man. Man hat morgens kein Kondenswasser, die Augen sind nicht verbabst. Ist optimal fürs Innenraumklima. So, hier vorne habe ich natürlich Steckdosen an der richtigen Stelle. Wahrscheinlich innen kann ich wählen, was ich gerne hätte. Ob ich Lithium haben möchte, ob ich jetzt einen Wechselrichter haben möchte. Das kann ich alles sagen. Kann man alles. Also optional kann man alles bestellen. Das, was man braucht, ist immer dabei. Aufrüsten kann man, wie man es haben möchte.
Wie ist denn das Geräuschverhalten, wenn ich etwas schneller fahre, was ja geht mit dem Fahrzeug? Das ist jetzt kein Allrad mit AT-Reifen. Der Sprinter lässt sich heute wirklich fahren wie ein SUV. So, der hat auch die Automatik mit drin. Das ist jetzt eine Automatik, ist nicht Serie, ist optional. Da hat das Automatik ist am Lenkrad, hat die Cup-Holder drin. Also vom Fahren her ist das eigentlich fast wie beim GLC. Das ist ein krasser Grundriss. Und das Schöne ist, er sieht auch noch toll aus. Das heißt, du fährst einen Mercedes-Benz, richtig? Es ist ein Sprinter, der relativ kurz ist. Also die Alltagstauglichkeit ist sehr, sehr, sehr hoch. Man kann einkaufen gehen, man kann auf jeden normalen Pkw-Parkplatz parken. Werterhalt, das heißt, ihr seid schon ziemlich lange auf dem Markt. Wer werden die jetzt bei euch gehandelt, die Sprinter, die ihr habt? Also wir bauen seit 48 Jahren Reisemobile auf Mercedes-Benz. Ich habe momentan nicht einen Gebrauchten anzubieten. Das heißt, die Fahrzeuge werden sehr, sehr lange gefahren. Und wenn mal einer verkauft wird, sind die innerhalb von 1-2 Tagen weg. So, wenn du mal da vorne das Bett mir einmal zeigst, wie das funktioniert, ist es schwer, das umzubauen, das Bett unten? Ja, das müssen wir nachher anders machen, den Tisch abbauen. Man baut den Tisch ab. Ja. Der Tisch kommt weg. So, das war mir jetzt mal ganz spontan, weil viele nämlich sagen, das geht ganz schnell, aber es geht wirklich schnell. Wow, ich bin begeistert. Da unten ist die Heizung. Und dann wird die Rückenseite umgelegt und schläft man auf den Bereich hier. Okay, verstanden. Was wichtig ist, wenn man nachher einen Tisch und so weiter hat, kann man es da hinten einklemmen. Das heißt, man hat hier noch ein bisschen Stauraum und mit der Rückenlehne auch fixieren. Okay, das heißt, es funktioniert auch, wenn man das Thema gemacht hat? Es geht relativ schnell. Es ist natürlich nicht so komfortabel wie die Matratze oben. Es ist als drittes Notbett gedacht, sage ich jetzt mal, für ein Enkelkind oder für einen Gast, der ab und zu mal mitschläft. Alles klar, vielen Dank. Gerne. Das war jetzt mal ganz spontan. Trotzdem vielen Dank an dich, dass du es mal schnell umgebaut hast. Denn ich habe schon viele solche Situationen erlebt. Da war der Umbau gar nicht so einfach. Und es soll ja auch einfach sein. Ja, also ist nicht alltäglich, aber innerhalb von 1-2 Minuten hat man das Bett gemacht. Super. Ja, vielen Dank. Wenn du mal kurz rauskommst, hier ist er, der HRZ-Trend mit Automatikgetriebe, mit einem digitalen Radio. DAB Plus ist ja heute Standard. Ich kann bei euch das Basisfahrzeug bestellen, voll, alles, was die Preisliste hergibt von Mercedes? Alles, was möglich ist, das Reisemobil kann man bestellen. Ja, vielen Dank. Wie findet man euch? Im Internet www.hrz-reisemobile.de und auf Messen. Ich meine, dieses Jahr waren nicht so viele Messen durch Corona, sage ich jetzt mal. Wir machen im Januar eine Hausmesse, wer kommen möchte. Ansonsten www.hrz-reisemobile.de. Wenn ich ein Fahrzeug jetzt bestelle, Lieferzeit? Circa 14-15 Monate. Genau, das heißt, ihr habt viel zu tun. Toi, 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 wir sind gut beschäftigt. Dankeschön. Vielen Dank. Ja.